Neulich bin ich auf ein Video des deutschen Bloggers Thomas Gast gestoßen und was ich dort gehört habe, hat mich wirklich stutzig gemacht. Denn er beruft sich auf Aussagen des deutschen Journalisten und Kriegsreporters Patrick Baab. Patrick Baab behauptet, dass ein europäisches Expeditionskorps für die Ukraine, so wie er es sieht, von der russischen Armee mit Hyperschallwaffen in nur wenigen Wochen komplett ausgelöscht würde. Dieses Expeditionskorps würde meines Erachtens von einer kriegsgeübten Armee, die über Hyperschallwaffen verfügt, innerhalb weniger Wochen vollständig aufgerieben. Und Thomas Gast, soweit ich weiß, ein ehemaliger Bundeswehrsoldat, legt noch einen drauf und versucht euch klarzumachen, dass das europäische Expeditionskorps inklusive der deutschen Soldaten praktisch ein Haufen Ahnungsloser und totale Außenseiter seien. Das ist keine Kriegernation, die haben das Kriegertum nicht im Blut. Klingt heftig, oder? Also haben diese beiden Herren recht oder steckt etwas ganz anderes dahinter? Bleibt dran, wir steigen jetzt tief ein. Meines Erachtens sollte ein Video mit dem Titel "Welche Chance hätte die EU im Falle eines Krieges mit Russland?" eigentlich logisch erklären, wie sich die Ereignisse wahrscheinlich entwickeln würden. Also eine Prognose dafür liefern, was passiert, wenn Russland die EU oder ein EU-Land angreift. Aber Thomas Gast sieht das offenbar ganz anders. Deutschland, Frankreich und Großbritannien schicken angeblich ihre Truppen einmal quer durch Europa und über ukrainisches Territorium, um gegen Russland zu kämpfen. Und während ihr meinen Gedanken erst einmal verdaut, hören wir uns an, welche angebliche Experte Thomas Gast überhaupt dazu inspiriert hat, dieses Video auf seinem Kanal hochzuladen. Die Russen haben nach meinen Informationen derzeit 780.000 Mann im Kriegsgebiet. Die russische Armee umfasst 1,5 Millionen Mann. Auf der europäischen Seite haben wir eine Situation, wo ein Expeditionskorps, vielleicht 25.000 Engländer, 25.000 Franzosen, vielleicht könnten wir in Deutschland 25.000 Mann zusammenkratzen. Wir wären bei 75.000, lass sagen 80.000 Soldaten, die man in die Ukraine schicken könnte. Dieses Expeditionskorps würde meines Erachtens von einer kriegsgeübten Armee, die über Hyperschallwaffen verfügt, innerhalb weniger Wochen vollständig aufgerieben. Im Video steht eingeblendet: Patrick Baab ist ein renommierter Buchautor, Enthüllungsjournalist, Kriegsberichterstatter, Russland-Ukraine-Experte und ehemaliger Lehrbeauftragter für Journalismus. Vielleicht sind ja alle Journalisten und Kriegsreporter so gut über die Größe und Qualität der Armee der Welt informiert und kennen sich perfekt in Taktik und Strategie aus. Okay, aber dann springt mir ins Auge, er ist gerade von Recherchen aus Moskau zurück. Na gut, das erklärt vielleicht einiges. Eines der nächsten Videos werde ich auf jeden Fall Patrick Baab widmen, diesem Journalisten, Kriegsreporter und selbsternannten Russland-Ukraine-Experten. Aber damit ihr einschätzen könnt, ob man diesem Experten überhaupt zuhören sollte, 50. So viele Leute sind zu seiner im Voraus angekündigten und beworbenen Veranstaltungsschweren erschienen. 50. Und das ist sogar mit Servicepersonal, Organisatoren und Technikern. Naja, so viel zum Experten, ja. Aber gut, kommen wir zurück zu Thomas Gast. Okay, Patrick Baab. Zunächst mal, was mir aufgefallen ist, also es war alles richtig, was er da sagt, aber ich möchte es noch ein bisschen ergänzen. Zunächst mal hat der Patrick Baab gesprochen von den Soldaten, die aktuell im Einsatz sind der Russen. Was er aber vergessen hat zu sagen ist... Moment mal, was er aber vergessen hat zu sagen? Woher weißt du das überhaupt, dass er etwas vergessen hat? Kannst du Gedanken lesen? Thomas? Ist, dass die Russen knapp 3 Millionen Reservisten aufbieten können im Ernstfall. Ja, das ist so. Die Russen werden zum Ende dieses Jahres, also im Herbst, nochmal 135.000 Soldaten einziehen. Dann wären wir bei knapp
wenn ein Ernstfall eintreten würde gegen die NATO, dann stünden auf der Seite von den Russen, 3 Millionen oder waren es 2 Millionen, weiß nicht, 2 oder 3 Millionen Reservisten. Diese 135.000 Mann, die jetzt noch dazukommen, also bei einer generalen Mobilisierung würde ich sagen, da stünden die Russen bei 3 Millionen Mann. Warte mal, also 2 oder 3 Millionen? Oder so 2, 3, ja? Also plus minus. Oder überhaupt 1 Millionchen mehr, 1 Millionchen weniger? Völlig egal, ne? Hauptsache klingt beeindruckend für die Abonnenten, oder? Und Reservisten und Generalmobilisierung. Checkst du eigentlich, dass das wie Deutschland und Frankreich ist? Also beides Länder, aber trotzdem komplett verschieden. Genauso ist mit Generalmobilisierung und Reservisten. 2 unterschiedliche Dinge. Schau dir mein Video an, da erkläre ich alles. Oder es ist vielleicht für dich okay, ja, deinen Zuschauern einfach in irgendeinen Mist in Ohren zu kippen. Also wie weißt du, 2, 3 Millionen, die fressen das schon, ne? Richtig? Das ist Fakt, auf jeden Fall. 3 Millionen Mann, von denen ein Großteil jetzt schon über Erfahrungen in der Kriegsführung der hohen Intensität gesammelt hat. Wie auch immer, mein lieber Thomas, Fakt ist, nach Schätzungen westlicher Analysten haben die Russen bis dato mehr als 1 Million unwiederbringliche Verluste erlitten. Es ist schwer zu sagen, ob diese Million bereits Erfahrung mit hochintensiven Kampfhandlungen hatte. Aber mit oder ohne Erfahrung, diese Million hat den Tschad sehr intensiv verlassen. Dann hat der Patrick gesagt, ganz optimistisch, dass die Deutschen, die Franzosen und die Briten jeweils 25.000 Mann, also ein Expeditionskorps von 25.000 Mann, auf die Beine oder mobilisieren könnten. Das ist sehr optimistisch, weil, gehen wir mal rein nach Frankreich, die haben ein Heer von knapp 100.000 Mann. In Deutschland sieht es nicht besser aus und in Großbritannien auch nicht. Du kannst nicht von jedem der 3 Länder 25.000 Mann abziehen. Das geht nicht. Das geht nicht. Deine Abonnenten müssen ja schon ganz optimistisch drauf sein, mein lieber Kollege. Aber wie könnten wir nur die Worte von Patrick anzweifeln? Patrick, der gerade frisch von Recherchen aus Moskau zurückgekommen ist. Das geht nicht. Das geht nicht. Du würdest dir im Falle eines russischen Angriffes eine Blöße geben. Ja? Thomas, mal ehrlich. Bist du echt der Einzige oder werden solche wie du irgendwas Spezielles angezüchtet? 2022 hat uns die ganze Welt doch dasselbe erzählt. Russland erobert die Ukraine in 3 Tagen, bla bla bla. 4 Jahre später, mein Lieber, kriegen die Russen nicht mal ein einziges Regionalzentrum unter Kontrolle. Ja. Wenn wir davon ausgehen können, dass Frankreich vielleicht 15.000 Mann schicken kann, dann ist das schon viel. Deutschland genauso und die Briten genauso. Dann würden wir bei einem Expeditionskorps stehen von, sagen wir mal, let's say 45.000 Mann. Mehr werden es nicht werden. Guck mal, ich bin auch davon ausgegangen, dass du nach diesem Video mehr Abonnenten haben wirst. Also 2, 3 Millionen. Aber es wird offenbar nichts mehr geben. Dann hatte Patrick Barb gesagt, wie lange? 2 Wochen würden die aushalten können, okay. Ist auch sehr optimistisch, weil was er nicht gesagt hat, der Patrick Barb, ist, dass ich zum Beispiel denke, dass du an der 1400 Kilometer langen Front zwischen Russland und Ukraine, dass du da tägliche Verluste hast, das geht rein in den 5.000 Mann-Bereich. Und das würde die Europäer auch nicht verschonen. Entschuldige meine Offenheit. Es ist echt schwer, dir eine Minute zuzuhören. Und ja, das ist wirklich doch sehr optimistisch. Geschweige denn 2, 3 Millionen Minuten. Ja? Aber hör mal. Ich glaube, Patrick hat das auch nicht gesagt, der Patrick Barb, dass die Leute nach diesem Video deinen analytischen Kanal abonnieren sollen. Patrick schont einfach deine Zuschauer und die neuen Abonnenten. Ja? Und dafür respektiere ich Patrick wirklich, der Patrick Barb. Und dann, was er auch nicht gesagt hat, der Patrick Barb, er hat sicherlich dran gedacht, ist, dass ich davon überzeugt bin, dass keines der Länder oder alle 3 Länder zusammen, also Franzosen, Deutsche und die Briten, dass die für 2 Wochen niemals so viel Munition aufbringen könnten, wie es bräuchte. Ich denke, dass nach 3 Tagen intensiven Kampf oder Kampf der hohen Intensität, dass nach 3 Tagen der Kampf beendet wäre für jedes dieser Länder, weil gar nicht genug Munition vorhanden ist. Ich sage dir noch mehr, worüber er, der Patrick Barb, ebenfalls geschwiegen hat, obwohl er ohne Zweifel darüber nachgedacht hat. Gerade frisch von Recherchen aus Moskau zurückgekehrt. That's the point. Liebe Landsleute, Bürger Russlands, ich bitte um möglichst viele Reposts. Seht euch an, welche Minen uns gestern an unsere Stellungen geliefert wurden. Von 8 Granaten funktionieren nur 2. Wir sind gezwungen, die Granaten von Hand vom Rost zu reinigen. Auf den meisten Granaten gibt es Risse, Korrosion,
Sie wurden noch in der Sowjetunion hergestellt und lagen jahrzehntelang in Lagern. Wenn wir sie in diesem Zustand verwenden, wird uns ein halbes Bataillon eigener Leute draufgehen. Ja? Und das andere wäre, wie soll dieser Munitionstransport rein geschehen, wie soll diese Munition reinkommen in die Ukraine? Die Russen wissen ganz genau, okay, da steht ein Expeditionskorps von der NATO, 50.000 Mann oder 45.000 Mann, vielleicht ein bisschen mehr. Diese Mannen, die brauchen vorne an der Front Munition, die brauchen Treibstoff, die brauchen Schmierstoffe, die brauchen Feldlazarette, die brauchen Krücken, Pflaster, alles was dazugehört, Betten, Unterkünfte, Nachschub an allem, was eine Armee so braucht. Und die Russen werden natürlich mit ihren Hyperschallraketen all diese Nachschubwege bombardieren. Die werden Brücken in die Luft sprengen und die werden dafür sorgen, dass die Munitionstrosse von hinten gar nicht nach vorne reinkommen. That's the point. Schau mal, mein Freund, that's the point. Du als ehemaliger Bundeswehrsoldat, als Legionär, du solltest besser wissen als jeder andere. Man hat einfach nicht genug Raketen auf der Welt. Selbst die Russen hätten nicht genug, wenn man für jeden Ochsenkarren mit einem Sack Mehl gleich eine Hyperschallrakete rausballert. Ich will jetzt gar nicht mal über die Treffgenauigkeit dieser Dinge diskutieren. Aber hier hast du die Einschätzungen der NATO-Experten. Und jetzt stell dir mal vor, wie viel Proviant, Lazarette, Krücken, Pflaster, Schmiermittel, Betten und so weiter und so fort man anhäufen müsste, damit all das zusammen so viel kostet wie eine Hyperschallrakete. Also man ganz simpel gesagt, ab wann macht es überhaupt Sinn für solche Ziele, ja, eine Hyperschallrakete wie zum Beispiel Kinjal zu verfeuern? Damit der Einsatz einer Hyperschallrakete gegen solche Ziele überhaupt irgendwie gerechtfertigt wäre. That's the point. Und noch etwas zur Hyperschallrakete. Die Russen haben in Raketenduelle mit Europa, sprich der NATO, keine Chance. Außerdem kann die in diesem Artikel stehen. Mach eine Pause, damit du nicht verpasst, und schau dir den Artikel in Ruhe an. Ja, ansonsten, der letzte Punkt, das hat er auch schon angedeutet, stehen an der Ukraine-Front, also Russland-Ukraine-Front, sehr viele Russen. Er hat gesprochen, glaube ich, von einem Heer von 700.000 Mann, die im Rotationssystem alle bereits kampferfahren sind. Ja? Alle Russen in dem Kontingent sind kampferfahren. Die können kämpfen. Und wenn ich mir jetzt Frankreich anschaue, da haben wir die Fremdenlegion, die kann kämpfen. Und der Rest, da ist schon mal ein dickes Fragezeichen. Patrick Bab hat das ja garantiert nicht angedeutet. Oder vielleicht doch. Wenn nichts, übernehme ich gern den Gefallen. Warum werden eigentlich du und Patrick Bab, ausschließlich im russischen YouTube zitiert und ausgestrahlt? Wie hast du gesagt, im Rotationssystem? Давайте послушаем его мнение, а после я поделюсь своими соображениями и добавлю некоторые свои комментарии. Итак, слушаем, что сказал Патрик Баб. Поехали. Означает ли то, что Россия наращивает вооружение, подготовку к войне с НАТО? По моей информации, численность российских военнослужащих, которые на данный момент находятся в зоне боевых действий, составляет 780 тысяч человек. Das ist schon mal ein dickes Fragezeichen, ne? Bei den Briten und bei den Deutschen ist genauso. Die Briten und die Deutschen waren in letzter Zeit, ich würde sagen, die letzten 30, 40 Jahre nicht wirklich in harte Kämpfe verstrickt. Ausnahmen bestätigen die Regel vielleicht für Special Forces. Aber die NATO-Soldaten dieser drei Kontingente, Fremdenlegion ausgenommen, können nicht kämpfen. Das ist keine Kriegernation. Die haben das Kriegertum nicht im Blut. Und sie sind es auch nicht gewohnt zu kämpfen, weil sie da keine Möglichkeit auftat. Die Russen, wie gesagt, die kämpfen seit 3,5 Jahren auf täglicher Basis, auf stündlicher Basis, vorne an der Front, den Kampf der hohen Intensität. Und das würde den Unterschied machen. Zunächst mal die Stärke der Russen, die Mannstärke, dann die Tatsache, dass die NATO nicht genügend Munition hat und dann eben diese Kampferfahrung, wo die Russen eigentlich sagen können, ja, dass wir haben diese Kampferfahrung. Und die NATO-Soldaten haben diese Kampferfahrung eben nicht. Und that's the point. Schau mal, die Ukrainer haben ja das letzte Mal so richtig aktiv im Zweiten Weltkrieg mitgemischt. Übrigens gegen deine Vorfahren. Und mein Großvater hat erzählt, dass dein Großvater, der Wehrmachtsheld, ein echter Krieger gewesen sei. Die Deutschen eine geradezu angeborene kriegerische Nation, Krieg im Blut und so weiter und so fort. Gegen sie zu kämpfen war nicht gerade ein Spaziergang. Deshalb hat der Krieg auch stolze 6 Jahre gedauert. Und davor der Erste Weltkrieg, davor der Spanische, kurz vorher die Balkankriege. Also
Europa im 20. Jahrhundert ist praktisch ein Dauerkriegshaber. Du bist einfach ungebildet, mein Freund, wenn du so einen Unsinn erzählst. Und jetzt zu russisch-ukrainischen Sachen. Ich glaube, ich sollte ein eigenes Video für solche Militärexperten wie dich machen, Thomas. Kurz gesagt, Russland hat aus dem Hinterhalt zugeschlagen, wie ein Straßenraudier. Und alles, was es in den ersten 3 Monaten erbeuten konnte, dort wird es bis heute fest. Plus minus. Seit fast 4 Jahren mein Testerpoint. Mein Name ist Thomas Gast und mein Motto ist, Krieg ist scheiße. Brauchen wir nicht. Hat man schon. Das war vor 80, 90 Jahren. Da waren wir kriegstüchtig und das hat uns nicht gut getan. Und das würde uns auch heute nicht gut tun. Ich melde mich ab aller Bundeswehr, ich melde mich ab aller Fremdenlegion. Thomas, mein treuer Testerpoint. Die ehrlichsten Worte, die ich von dir gehört habe, vielleicht etwas grob, aber vollkommen richtig sind. Kriege ist scheiße. Wir brauchen ihn nicht. Aber ganz offen gesagt, du solltest mit Analysen und Militärthemen aufhören. Das ist nicht dein Ding, ja, mein Freund. Wirklich nicht. Fang lieber heute an zu laufen. Das geht für Psyche, aber auch für Körper. Du schaffst das, mein Freund. Mach's gut. So Leute, wer es nicht schafft, sich vorzubereiten, ist vorbereitet, es nicht zu schaffen. Ja? Das gilt für die Psyche, aber auch für den Körper. Also reißt euch den Arsch auf. Ja? Weg von der Couch, raus in die Pampa. Na? Wichtig, unwahrscheinlich wichtig. Bereitet euch vor. Seid nicht doof. Jetzt. Sonst ist es vielleicht zu spät, Leute.